Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Video direkt nach meiner ersten Woche in meinem Praktikum. Ich bin bei meinem ehemaligen Kinderarzt und helfe dort so ein bisschen in der Praxis und möchte euch heute ein bisschen einen Einblick geben, wie meine Woche war, was ich gemacht habe, wie viele Stunden ich ungefähr gearbeitet habe, weil ich ja auch nicht 8 Stunden voll arbeiten kann. Und ich hatte zugegebenermaßen auch ein bisschen Bammel vor dem Praktikum, weil das ja schon echt was anderes ist, als in die Uni zu gehen. Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich eine sehr schöne Woche und ich habe das alles auch ein bisschen anders gemacht als in meinen letzten Praktika hinsichtlich der Arbeitszeit und wie ich damit umgegangen bin. Und in dem Video berichte ich euch ein bisschen darüber. Also bleibt dran, abonniert am besten den Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn Videos rauskommen. Und los geht's mit dem Video. Meine Arbeitszeiten waren diese Woche täglich von 7 bis 12 Uhr und zweimal in der Woche noch zusätzlich dann von 13 bis 18 Uhr oder 14 bis 18 Uhr irgendwie so. Wir haben nicht so konstant nach diesen Arbeitszeiten gearbeitet, sondern das war eher so ein bisschen Open-End. Und das war für mich immer ein großes Problem bisher, wenn ich in irgendeinem Praktikum war. Dieses Mal habe ich das alles versucht, ein bisschen anders zu lösen als in den letzten Praktika. Wie habe ich das gemacht? Ich habe dieses Mal versucht, das Thema wirklich offen anzusprechen und von vornherein zu sagen, dass es sein kann, dass ich halt nicht immer gleich viel arbeiten kann. Und ich habe versucht, von vornherein einfach wirklich die Karten offen zu legen. Und damit wusste dann derjenige schon Bescheid. Eben sein kann, dass ich manchmal irgendwie eher später komme oder vielleicht ergehen muss. Und deswegen darf ich erst um 8 anfangen und muss gar nicht um 7 schon da sein. Das ist ziemlich gut, weil diese 1 Stunde Unterschied hilft mir wirklich. Also für alle, die vielleicht ein ähnliches Problem haben. Ich fand, dass es mir eigentlich super gut hilft. Dann haben wir es so gelöst, dass ich an den kurzen Tagen im Moment versuche, eigentlich, soweit es geht, mit dabei zu bleiben. Meistens haben wir um 2 Schluss gemacht und das ging eigentlich auch. Und an den sehr, sehr langen Tagen, wo wir dann eigentlich bis 18 Uhr teilweise noch da sind, also der Arzt ist teilweise bis 20 Uhr, 21 Uhr, manchmal auch dort ziemlich lange, da sage ich dann wirklich von alleine, okay, ich möchte gerne um 4 nach Hause gehen, ist das in Ordnung? Und da hat der Arzt auch echt nichts dagegen und macht da keine Probleme. Und ich versuche da wirklich ganz nett zu fragen. Ich fühle mich manchmal ein bisschen... Ich mache mir manchmal ein bisschen Gedanken, dass die Menschen das in den falschen Hals bekommen, wenn ich frage, ob ich jetzt nach Hause gehen kann oder Bescheid sage, dass ich eher gehe. Aber eigentlich hat sich gezeigt, dass es gar nicht notwendig ist, da so scheu zu sein, sondern das wirklich offen anzusprechen. Und das klappt gerade bei mir wirklich gut. Was ich noch zusätzlich gemacht habe, ist, dass ich mir einen kleinen Hocker mit bereitgestellt habe. Und da kann ich mich dann auch eigentlich immer mal wieder hinsetzen. Und ich finde, das ist auch super entlastend, wenn ich zwischendurch einfach mal sitzen kann und gar nicht die ganze Zeit stehen muss. Im Großen und Ganzen ist es wirklich eine super schöne Sache, so ein Praktikum, um einfach mal irgendwo reinzuschauen. Und was ich auch wirklich als Tipp geben kann, probiert euch in Praktika wirklich einfach aus. Ich mache es im Moment auch wirklich so, dass ich schaue jeden Tag, wie geht's mir, wie viel schaffe ich auch und manchmal bleibe ich auch ein bisschen länger als 8 Stunden tatsächlich bei meinem Praktikum, um einfach zu schauen, wie geht's mir damit. Ich finde, das ist eine super Sache, weil ich dann einfach in der Zukunft, wenn ich irgendwann mal richtig arbeite, hoffentlich viel besser einschätzen kann, wie viel ich arbeiten kann, je nachdem, wie es mir halt an diesem Tag geht. Im Moment teste ich es und mache manchmal auch einfach einen kurzen Tag und entscheide dann am Abend halt zum Beispiel zum Sport zu gehen oder schaue einfach, wie viel Zeit ich halt wirklich brauche. Und ich finde, das tut mir super gut und gibt mir auch wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass ich nicht ganz so viel Angst habe, später mal zu arbeiten. Da mache ich mir nämlich echt Gedanken, weil ich im Moment studiere und im Studium super viel Zeit habe, selber zu planen. Also ich habe viel im Studium zu tun, aber ich kann diese Zeit selber einteilen und das finde ich, ist einfach das Beste, was ich machen kann. Und so komme ich auch gut klar und das ist beim Arbeiten eventuell später ja nicht unbedingt so. Und deswegen tut mir so ein Praktikum richtig gut. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so die Möglichkeit habe, einfach mich wirklich auszuprobieren. Weil ich das halt auch vorher gesagt habe, dass ich eben nicht so kontinuierlich belastbar bin.
Deswegen, wenn das was für euch ist, probiert es auch einfach mal aus, dass ihr irgendwo ein Praktikum macht. Das muss ja nicht ewig sein, sondern, was weiß ich, 1, 2 Wochen oder so. Und dann schaut einfach mal, was euch gut tut, wenn es euch vielleicht wirklich ähnlich wie mir geht, dass ihr halt mit dem Arbeiten noch nicht so konfrontiert gewesen seid bisher und vielleicht in die Schule oder an die Uni geht bisher, dann wirklich probiert es einfach. Ich hoffe wirklich, dass meine nächsten Wochen beim Praktikum auch noch sehr, sehr gut werden. Ich werde auf jeden Fall weiter austesten, was mir bekommt und was nicht, weil so richtig schlechte Tage hatte ich diese Woche noch nicht. Mal schauen, wie es die nächsten Wochen wird. Ich bedanke mich wirklich wahnsinnig fürs Zuschauen. Ihr seid die Allerbesten. Ihr bleibt dran und alle anderen abonniert unbedingt noch den Kanal. Wir sehen, was die nächsten Tage bringen und bis zum nächsten Mal.